Hast du dich eigentlich auch schon manchmal beim Scrollen durch zum Beispiel deine Komoot-Touren gefragt, wie denn eigentlich so ein Höhenprofil eigentlich klingen würde, wenn man es abspielen würde? Nein? Ah, und diese Tour klingt so. Herzlich willkommen zu diesem ein wenig anderen Video. Vor einem halben Jahr ungefähr hatte ich bei einer Fahrradtour mal die Idee, wie es denn eigentlich wäre, wenn man eben einfach das Höhenprofil nimmt und das mehr oder weniger als Audiodatei abspielt. Der Gedanke kam mir, als ich mir eine Strecke überlegt habe, die ich für ein mögliches Everesting nehmen könnte. Und wenn man das Höhenprofil sich von einem Everesting anschaut, dann ist es ja schon fast wie ein Sägezahn. Und habe ich gedacht, jo, das müsste man doch irgendwie einfach mal abspielen. Genau, und da habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe in relativ kurzer Zeit eigentlich auch so ein Python-Skript zusammengeschrieben. Ist auch echt nicht so kompliziert. Also man kann sich das auch hier über Git selbst runterladen, wenn man das selber mal ausprobieren will. Man braucht nur noch eine Bibliothek, GPXPy heißt die, um die GPX-Dateien einzulesen. Die habe ich genutzt. Und ja, der Rest ist normalerweise immer vorinstalliert, also NumPy, Matplotlib, SciPy und so weiter. Ist eigentlich Standardzeug. Und dann muss man nur Ein- und Ausgabeordner definieren, noch den Dateinamen von der GPX-Datei, die man einlesen will. Und den Rest muss man eigentlich nicht berühren. Und es spuckt einem dann entsprechend aus der GPX-Datei, spuckt es einem sozusagen das Höhenprofil als Wave, als Audiodatei aus. Das kann man dann eben in einen Sampler packen und abspielen. Und genau, wie das jetzt genau funktioniert, zeige ich jetzt gerade noch kurz. Also gut, ich habe mir jetzt einfach mal irgendeine Tour von Komoot rausgesucht. Eine, die bin ich sogar schon mal gefahren. Genau, Höhenprofil recht zackig, doch ein paar Berge dabei, und die lade ich mir jetzt einfach mal runter. So, hier ist jetzt die heruntergeladene Datei. Hier links sieht man das Python-Skript, das auch auf Git zu finden ist. Genau, hier sind die entsprechenden Ordner, das passt jetzt bei mir schon. Und hier kopiere ich jetzt einfach den Dateinamen rein. Ja gut, speichern nicht vergessen. Genau, und jetzt bin ich hier an der Konsole, also das Skript muss man dann halt ausführen. Okay, hier bin ich jetzt in IPython und jetzt lasse ich einfach das Skript laufen. Flupp. Genau, es kommen ein paar hübsche Plots. Und wenn man hier in den Ausgabeordner schaut, sieht man eben hier 6 verschiedene Dateien. Da werde ich später noch drauf eingehen, worin die sich unterscheiden. Und genau, wenn man jetzt zum Beispiel, ich nutze Ableton, da einen Sampler öffnet und zum Beispiel jetzt die Datei hier reinzieht als Sample, kurz noch dran rumdreht, dass es von den Einstellungen her passt, dann hört man, wie die Tour klingt. Genau. Okay, an der Stelle will ich noch kurz darauf eingehen, was die 6 verschiedenen Output-Dateien, was es genau mit denen auf sich hat. Genau, es sind 6 verschiedene einzelne Dateien, die immer ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und zwar sieht man oben links den ersten Plot. Collecting Peaks Day 3 ist einfach der Dateiname von der ursprünglichen Datei RAW. Das heißt, man hat das Höhenprofil über die Strecke genauso im Prinzip, wie es aus der Datei kommt. Das Ganze ist noch normalisiert, das heißt, geht maximal von 1 und -1 und auch gemittelt, dass der Mittelwert bei 0 ist.
aber ansonsten ist es direkt, genau, direkt das Höhenprofil. Das Ganze gibt es auch noch geplottet über die Zeit, falls in der GPX-Datei auch eine Zeit zu den einzelnen Punkten, zu den Wegpunkten ist. Und da sieht man es hier zum Beispiel, an sich sieht es recht ähnlich aus. Runter war ich immer ein bisschen schneller, deswegen ist es steiler, quasi wenn es runtergeht, ist es steiler als über den Weg. Und hier oben am Gipfel, da sieht man, da habe ich irgendwie lange verweilt, da habe ich nämlich noch eine Wanderung gemacht. Genau. Ähm, Dadurch, dass ja in der GPX-Teil Start- und Endpunkt nicht unbedingt auf einer Höhe sind, kommt es eben zu diesem Sprung, wenn sozusagen die Datei im Sampler wieder von vorne abgespielt wird. Deswegen habe ich auch eine Variante, eine Datei, die er ausgibt, wo sozusagen das Ende der Datei wieder auf den Anfang gelegt ist. Das wird so gemacht, dass er einfach den Unterschied zwischen Anfang und Ende berechnet, also die Differenz, und dann anteilig, je nachdem, wo er gerade ist, zieht er das ab. Das heißt, es wird so eine sozusagen, wenn man sich gedanklich vom Start zum Zielpunkt eine Linie zeichnet, dann wird diese Linie sozusagen abgezogen, sodass es dann am Ende eine Gerade ist. Ja, wen Details interessieren, der kann sich auch einfach den Code anschauen. Und das Ganze gibt es auch noch geplottet über die Zeit. Dadurch, dass man eine gerade Linie abzieht, kann es halt sein, dass es dann hier die gerade Linie dann ein bisschen schief ist. Genau. Und die letzte Möglichkeit ist, was ich hier Flip genannt habe, da wird im Prinzip das Höhenprofil gespiegelt und nochmal hinten dran gepackt. Dadurch ist auf jeden Fall auch gewährleistet, dass der Endpunkt gleich dem Anfangspunkt ist. Genau. Und das Ganze halt auch wieder über die Zeit. Und was jetzt ganz interessant ist, man hört tatsächlich die Unterschiede in den Dateien auch sehr gut. Also ich fange jetzt mal an hier mit RAW. Genau, man sieht ja eben genau das Höhenprofil von dem Plot auch. Wenn man das jetzt abspielt, klingt es immer eher härter. Ich mache ein bisschen tiefer noch. Klingt eher wie ein Sägezahn als, nicht der, sondern Match End. Das klingt halt deutlich weicher, weil nicht dieser harte Transient am Ende mit drin ist. Wenn man jetzt sich das Ganze über die Zeit anhört, klingt es auch nochmal ein bisschen anders als über den Weg. Insbesondere bei dem, weil halt durch diese lange Standzeit sich das Ganze doch nochmal mehr verändert. Und Flip klingt auch nochmal anders. Dadurch, dass es die doppelte Anzahl an Peaks ist letzten Endes, klingt die normalerweise auch doppelt so hoch wie die anderen sozusagen. Also wenn man das jetzt vergleicht mit dem, da ist der Grundton beim Flip doppelt so hoch. Zu guter Letzt will ich noch ein kurzes Beispiel zeigen, und zwar von einem Video, das letzte von meinem Kanal, 24-Stunden-Radtour, 360 Kilometer von München an den Gardasee, ziemlich bekloppte Tour, die ich mit einem Kumpel gemacht habe. Und in diesem Video, in der Musik, die da auftaucht, die ja auch immer auf meinem Kanal selbst komponiert und arrangiert und aufgenommen und produziert und alles eben selbst gemacht ist. Und in dieser Musik ist die Basslinie gerade eben das Höhenprofil. Okay, hier sieht man die Ableton-Session von dem Stück. Und genau, hier zweite Spur ist eben ein Sampler und da sieht man gerade eben das Höhenprofil von der Tour. Also hier war der Start, dann ging es hier am Aachensee vorbei, runter Innsbruck, hier in Brenner hoch und dann eben das lange Tal runter, bis hier ganz am Ende den kleinen Abstieg noch zum Gardasee. Genau, ich habe hier mehrere quasi von den Output-Samples genutzt und habe die ein bisschen übereinander gelegt, noch ein bisschen EQ drüber. Aber an sich ist es eben, ja, das Höhenprofil. Und das klingt dann eben so. Genau, eigentlich ganz cooler Synthbass.
Und wenn man das Ganze dann im Zusammenhang sich anhört, klingt es zum Beispiel so. Genau, ganz schicke Sache. Das war's auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen was anderes als die sonstigen Reisevideos, aber von denen gibt es sicherlich auch wieder mehr. Aber irgendwie wollte ich das Ganze mal zeigen, weil irgendwie das war eigentlich eine ganz witzige Sache und ich habe auch bisher das noch nicht auf YouTube oder im Internet gefunden, dass das jemand gemacht hat. Ähm, Wenn jemand Spaß daran hat, soll er sich gerne mal das Python-Skript runterladen. Würde mich freuen, wenn andere Leute auch mal lustige Songs machen mit dem Höhenprofil von den Tour. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.